Barfuß durch den Wald zu gehen, ist eine der angenehmsten Sinneswahrnehmungen, die wir mit unseren Füßen machen können. Der kühle, lehmige oder moosige Boden lässt uns die Verbundenheit mit der Erde spüren. Was für ein Kontrast ist dagegen die Stadt. Asphalt, Beton und Schotter verstecken den Boden, schotten ihn von uns und dem Rest der Natur ab, versiegeln ihn. Aber wieso versiegeln wir so viele Flächen überhaupt? Welche Auswirkungen hat das und wie schaffen wir es, dass unsere Städte wieder lebenswerter und naturverbundener werden? Willkommen bei Sust Generation. Wenn ihr mich und meinen Content unterstützen wollt, schaut das Video bis zum Ende, abonniert den Kanal, folgt mir auf Twitch und teilt das Video mit euren FreundInnen. Durch unser gemeinsames Engagement werden wir die erste nachhaltige Generation. Wir Menschen sind sehr anspruchsvoll. Wir wollen ein gemütliches, beheiztes Zuhause haben. Wir wollen möglichst schnell und bequem unseren Aufenthaltsort wechseln. Heutzutage sind wir dazu in der Lage, durch Wissen, Technologie und Investition die Welt zu unserem Komfort zu gestalten und damit viele unserer Wünsche zu erfüllen. Nichts prägt das Antlitz der Erde mehr als die menschliche Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Diese Infrastruktur besteht in der Regel aus Beton, Asphalt und Stahl, die große Flächen bedecken und damit die extremste Form des menschlichen Flächenverbrauchs darstellen. Alle drei sind durch ihre Eigenschaften fast schon magische Materialien. Beton ist extrem haltbar, formbar und stabil, die Basis unserer Städte. Asphalt ist glatt, wetterfest und damit perfekt für schnelles Reisen im Auto. Stahl ist hochbelastbar, flexibel einsetzbar und deshalb das Fundament moderner Architektur. In Deutschland sind 6,5% der Gesamtfläche versiegelt, 23.386 Quadratkilometer. Die am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland ist Ludwigshafen mit 67% der besiedelten Stadtfläche. Aber auch im bundesweiten Durchschnitt sind 44% aller Siedlungsflächen versiegelt. Um zu sehen, wie eure Stadt abschneidet, könnt ihr im Ranking des Gesamtverbands Deutscher Versicherer nachschauen. Der Link ist im Quellendokument, den ihr in der Videobeschreibung findet. Soweit, so gut. Aber wenn es sonst nichts gibt, lasst uns lieber über den Klimawandel reden oder niedliche Tiervideos anschauen. Aber stopp! Die Versiegelung von Böden hat massive Auswirkungen, die in ihrer Summe dazu führen, dass Böden ihre natürlichen Funktionen und Ökosystemdienstleistungen nicht weiter erfüllen können. Die Versiegelung von Böden wirkt sich vor allem auf das Mikroklima, den Wasserhaushalt und die Biodiversität aus. Logischerweise sind Städte hiervon am stärksten betroffen. Neben dem globalen Klima, das vor allem durch den menschgemachten Klimawandel zur Berühmtheit gelangt ist, gibt es Klima auch auf lokaler Ebene, sogenannte Mikroklimata. Beispiele könnt ihr erleben, wenn ihr an einem heißen Tag in den Wald geht oder an einem kalten Tag in die Stadt. Ihr werdet jeweils einen krassen Temperaturwechsel wahrnehmen. Während Wälder in der Regel ein sehr angepasstes Mikroklima haben, sind Städte für den sogenannten urbanen Hitzeinsel-Effekt bekannt. Das heißt, dass es eine Temperaturanomalie rund um Städte gibt. Diese also einige Grad wärmer sind als ihr Umland. Hauptursache hierfür ist die Versiegelung. Das liegt daran, dass sich Asphalt, Beton und Stahl unter Sonneneinstrahlung teilweise auf mehr als 100 Grad Celsius erwärmen. Wenn abends die Sonne verschwindet, geben diese Materialien ihre Wärme aber weiterhin an die Luft ab, welche sich dadurch nur sehr langsam abkühlt. Die Folgen von höheren Temperaturen sind gesundheitliche und psychische Auswirkungen, aber auch ein höherer Elektrizitätsbedarf zur Klimatisierung von Innenräumen. Dadurch, dass Materialien wie Beton und Asphalt, die wir vielerorts verwenden, nicht wasserdurchlässig sind, kann Regenwasser nicht in das Erdreich versickern. Stattdessen fließt es oberirdisch ab, vermischt sich dabei mit Schadstoffen wie Mikroplastik vom Reifenabrieb und fließt im besten Fall über eine Kanalisation in das nächste Gewässer. Im schlimmsten Fall hat es so viel geregnet, dass die Kanalisation überlastet wird und es zu Überschwemmungen kommt, bei welchen hohe finanzielle Schäden entstehen und Menschenleben gefährdet sind. Eine zu hohe Versiegelung beeinträchtigt also die Wasserqualität und das Überflutungsrisiko. Mikroklima und Wasserhaushalt betreffen uns Menschen direkt. Versiegelung bedeutet aber auch immer, dass kein Lebensraum für Pflanzen und Tiere vorhanden sind, also weniger Biodiversität und weniger Ökosystemdienstleistungen.
Vor allem Bodenlebewesen, die wir nur selten zu Gesicht bekommen und über deren verborgenes Leben wir noch weniger wissen, sind davon betroffen. Aber auch größere Tiere, die noch in den sich verdichtenden Städten leben, wie Füchse, Wildschweine und Waschbären, finden immer weniger geeignete Nahrung, weshalb sie dann häufig menschliche Abfälle durchsuchen. Und kommt schon, es sieht doch echt nicht schön aus. Ihr wisst, was ich meine. Immer dieses Grau, das tut der Kreativität und der Stimmung nichts Gutes. Ich weiß schon, das war mal wieder ganz schön viel auf einmal, aber ich würde euch niemals von einer Herausforderung erzählen, ohne euch die Lösung gleich mitzuliefern. Und im Fall der Versiegelung heißt sie Entsiegelung. Fast genauso einfach wie der Asphalt gekommen ist, kann er auch wieder entfernt werden. Und auch wenn es noch viel mehr Forschung hierzu braucht, ist die Wissenschaft sich heute einig, dass Entsiegelung immer positive Auswirkungen auf Menschen und Umwelt hat. Das Ziel von Entsiegelung ist es natürlich nicht, jede Versiegelung, jede Straße, jedes Hausdach abzureißen. Das wäre auch gar nicht durchführbar, außer vielleicht mit einer Art goldenem Presslufthammer. Um Flächen zu entsiegeln, reicht manchmal schon ein Stemmeisen aus. In besonders schwerwiegenden Fällen muss auch mal ein Presslufthammer hinzugezogen werden. Der Rückbau von versiegelten Flächen, wie zum Beispiel Parkplätzen und einer sogenannten Flächenumwidmung, korrigiert dabei nicht nur bereits genannte Missstände, sondern schafft Freiräume für die lokale Bevölkerung. Neben der Entsiegelung gibt es die Möglichkeit der Teilentsiegelung. Dabei wird Asphalt oder Beton mit einem wasserdurchlässigen Material ausgetauscht. Beispiele sind Rasengittersteine, Natursteinpflaster und Kunststoffwabengitter. Diese Materialien sind eine raffinierte Kombination. Sie sind belastbar genug, um etwa Fahrzeugen Halt zu geben, aber ermöglichen gleichzeitig das Versickern von Wasser und die Ansiedelung von Pflanzen. An manchen Orten würde eine Entsiegelung aber auch irgendwie den Rahmen sprengen, zum Beispiel bei Dächern und Fassaden. Diese können stattdessen begrünt werden, indem geeignete Pflanzengemeinschaften dort angesiedelt werden. Zusammengefasst werden viele dieser Methoden in den Medien unter dem Namen Schwammstadt. Damit ist einfach die Fähigkeit einer Stadt gemeint, auch bei Starkregen das Wasser zurückzuhalten, etwa indem es irgendwo versickern kann, so dass es nicht zu einer Überlastung der Kanalisation und damit zu Überschwemmungen kommen kann. Ein verwandtes Konzept, das sich mehr lohnt im Kopf zu behalten, ist die grüne Infrastruktur. Hier werden weit mehr Eigenschaften als bei der Schwammstadt mitgedacht. Weitere Ökosystemdienstleistungen wie Lärmminderung, Luftreinigung, Ästhetik und Erholungswert, positive Gesundheitsauswirkungen etc. werden unter diesem umfassenden Begriff miterforscht. Erfolgsbeispiele gibt es mit Sicherheit weltweit. Leider finden diese noch sehr örtlich begrenzt statt und ohne eine breitere Vernetzung. Ich möchte euch besonders eine NGO aus Portland, Oregon vorstellen, die es geschafft hat, mehrere Dutzend Plätze in ihrer Stadt zu entsiegeln und damit ein Musterbeispiel für den Erfolg von zivilgesellschaftlichen Projekten ist. Deephave, von denen auch einige der hier im Video gezeigten Aufnahmen stammen, arbeitet mit vielen Communities zusammen, vor allem in Gebieten, welche sowohl dicht versiegelt sind, als auch von einer hohen sozialen Vulnerabilität betroffen sind. Diese Kombination aus Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit ist das Herzstück von nachhaltigem Aktivismus. Das Ganze ist nach deinem Geschmack? Du findest, das sollte es nicht nur in Portland, Oregon, sondern auch in deiner Stadt geben? Dann let's go! Es ist immer möglich, sich für ein Anliegen, das einem wichtig ist, einzusetzen. Auf der Internetseite von deephave.org findest du einen Guide, der die wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Entsiegelungsaktion beschreibt. Diesen Guide werde ich auch in einem zukünftigen Video vorstellen. Es können sowohl kleine Orte entsiegelt werden, wie der private Parkplatz oder Schottergarten auf dem eigenen Grundstück, oder öffentliche Plätze wie Parkraum und Straßen. Auch wenn diese Projekte nicht immer umgesetzt werden, bewirkt jeder Versuch einen Unterschied. Vielleicht wird die Stadtverwaltung sensibilisiert und beim nächsten Versuch wird es dank eurer Vorarbeit klappen. Der erste Schritt ist es immer, sich zu überlegen, was statt dem Asphalt an dieser Stelle sein soll. Ein Gemeinschaftsgarten, eine Wildblumenwiese oder einfach eine Grünfläche, die jeder und jede auf seine oder ihre Art nutzen kann. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und eins ist sicher: durch Entsiegelung schafft ihr Raum mitten in der Stadt,
welcher sowohl das Mikroklima, die Biodiversität, den Wasserhaushalt und darüber hinaus soziale Gemeinschaften fördert. Und das alles nur durch ein bisschen Fleißarbeit. Ich bin mir sicher, nach diesem Video sehen einige von euch den versiegelten Boden mit anderen Augen. Wenn ihr auch anderen Menschen diesen Blick ermöglichen wollt, schickt ihnen das Video weiter. Und vergesst nicht, die Versiegelung gibt es, weil sie von uns Menschen gewollt und gebaut wurde. Wenn wir sie nicht mehr wollen, ist es unser Recht und liegt im Rahmen unserer Möglichkeit, sie wieder zu entfernen.